Ich begrüße Sie alle herzlich zur heutigen Rosenkranzandacht. Wir wollen den heutigen Rosenkranz gemeinsam für den verstorbenen Gerhard beten. Gläubige Menschen sollen zusammenhalten und ihre Verbundenheit zeigen, wenn Trauer und Schmerz einen von ihnen trifft. Wir beginnen die Andacht für Gerd im Zeichen des Kreuzes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute Abend wollen wir in dieser besonderen Situation zusammen für Gerd und für die Angehörigen beten. Der Tod wirft immer Fragen auf. Auch der viel zu frühe Verlust von Gerd macht uns sprachlos und lähmend. Die Liebe, die Freude, alles Gute und Schöne, alle Hoffnung, die er mit seiner Familie und Freunden erlebt hat, wollen weiterleben. Denn Gott ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Darauf hoffen wir und daran glauben wir und beten aus dieser Zuversicht gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und in alle Ewigkeit. Der Tod eines Menschen, der uns lieb ist, macht das Leben dunkel. Wir als Christen glauben aber, dass das Licht stärker ist als alles Dunkel dieser Welt. Wir sind erschaffen für das Leben, nicht für den Tod. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Liebe entzündet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Unser Leben ist ein Haus mit vielen Türen. Solche Türen begleiten uns ein Leben lang, von der Geburt bis zum Tod. Als Kind waren sie Hindernisse, die unsere Neugier bremsten.
und die wir nicht allein bewältigen konnten. Andere Menschen entschieden für uns, welche Tür geöffnet werden durfte und welche vor uns verschlossen blieb. Mit zunehmendem Alter konnten wir selbst entscheiden, welche Tür wir öffnen und schließen wollen. Auch Gerhard hat solche Erfahrungen gemacht. Er hat nun die letzte irdische Tür hinter sich geschlossen und steht jetzt vor der Tür, von der wir glauben, wer sie durchschreitet, dem wird ewiges Leben geschenkt. Und plötzlich ist der Tod keine Endstation mehr, sondern die Tür, hinter der der eigentliche Weg erst beginnt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine Wohnung schenkt beim himmlischen Vater. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine Wohnung schenkt beim himmlischen Vater. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine Wohnung schenkt beim himmlischen Vater. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine Wohnung schenkt beim himmlischen Vater. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine Wohnung schenkt beim himmlischen Vater. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine Wohnung schenkt beim himmlischen Vater. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine Wohnung schenkt beim himmlischen Vater. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine Wohnung schenkt beim himmlischen Vater. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine Wohnung schenkt beim himmlischen Vater. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine Wohnung schenkt beim himmlischen Vater.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Guter Gott, du hast uns geschaffen und uns die Liebe geschenkt. Wir danken dir für die Liebe, dieses Wunder, das schönste Geschenk aus deinen Händen. Es kann nicht wahr sein, dass wir umsonst lieben und dass die Liebe, die uns Menschen verbündet, im Tod abreißt. Hilf uns zu glauben, dass diese Tür für immer geöffnet bleibt und wir über den Tod hinaus in Liebe miteinander verbunden bleiben. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Engel uns begleiten auf allen Wegen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Engel uns begleiten auf allen Wegen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Engel uns begleiten auf allen Wegen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Engel uns begleiten auf allen Wegen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Engel uns begleiten auf allen Wegen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Engel uns begleiten auf allen Wegen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Engel uns begleiten auf allen Wegen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Engel uns begleiten auf allen Wegen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Engel uns begleiten auf allen Wegen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Engel uns begleiten auf allen Wegen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Guter Gott, du schenkst uns Menschen einander, um zusammen glücklich zu sein. Wir danken dir für die Zeit und alles, was Gerd für uns und vor allem für seine Angehörigen war und bleiben wird. Gerd hat in jedem von uns Spuren hinterlassen. Als Partner, als Vater, als Bruder oder Schwager, als Nachbar, als Weggefährte und guter Freund oder als Arbeitskollege. Diese Spuren, die Gerd hinterlassen hat, verbinden uns mit schönen, aber auch schmerzlichen Gedanken. Wenn wir diese Gedanken und Erinnerungen aussprechen, können sie lebendig bleiben und Trost spenden, da auch andere diese Gedanken teilen. Wir öffnen damit die Tür zu unserem Herzen. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Traurigen tröstet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Traurigen tröstet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Traurigen tröstet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Traurigen tröstet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Traurigen tröstet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Traurigen tröstet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Traurigen tröstet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Traurigen tröstet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der die Traurigen tröstet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Gott unser Vater, die Auferstehung ist ein Geheimnis für uns. Nach dem Tod schenkst du uns ewiges Leben, so hast du es selbst gesagt. Im Tod lassen wir alles hinter uns, schließen die irdische Tür und stehen an der Schwelle einer neuen Tür, die geheimnisvoll für uns ist. Sie führt uns zu etwas, das wir nicht kennen. Wenn wir diese Tür erreicht haben, ist unser Lebensweg beendet. Gerhard steht nun an der Schwelle zu dieser Tür und zu deiner endlosen Liebe. Gott unser Vater, daran wollen wir glauben, dass du Gerhard die Tür zu neuem Leben öffnest. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns ewiges Leben schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns ewiges Leben schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns ewiges Leben schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns ewiges Leben schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns ewiges Leben schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns ewiges Leben schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns ewiges Leben schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns ewiges Leben schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns ewiges Leben schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns ewiges Leben schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wir wollen nun gemeinsam in der Stunde unserer Trauer in Hoffnung und Dankbarkeit zu unserem Herrn und Vater beten. Für Gerhard, der mit nur 52 Jahren viel zu früh von uns gegangen ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Angehörigen, Freunde und Bekannten und alle, die in diesen schweren Stunden nicht an dir und den Sinn des Lebens zweifeln. Lindere unsere Schmerzen und gib uns die nötige Kraft. Wir bitten dich, erhöre uns. Festige unseren Zusammenhalt und bestärke uns im Glauben und in der Hoffnung. Wandle unseren Schmerz in dankbare Erinnerung und Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Der Tod sei für alle unsere Verstorbenen die Tür zu einer neuen Heimat bei dir. Nimm sie alle auf in dein Reich. Wir bitten dich, erhöre uns. All diese Bitten und die nicht ausgesprochenen Bitten, wollen wir mit einbringen in das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gerhard, du hast dich auf einen neuen Weg gemacht. Der Weg, den du gehst, steht auf jeder Wanderkarte. Dein letzter Lebensweg führt dich an eine letzte Tür, die Tür zu einem neuen Leben. Eine Verbindungstür, die das Diesseits und das Jenseits miteinander verbindet. Unsere Gefühle der Trauer und Einsamkeit sollen jedoch nicht fesseln werden. Wir können niemanden zurückholen oder einen Abschnitt unserer Lebenszeit wiederholen. Guter Gott, wir wollen Abschied nehmen von Gerhard. Dies wollen wir im Glauben tun und in dir übergeben. Du weißt, welche schwere Zeit solche schmerzlichen Stunden mit sich bringen. Hilf uns durch diese schwere Zeit, ohne sein herzhaftes Lachen, seine Art, das Leben zu leben und zu lieben. Die Offenheit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und die Geselligkeit, die Gerhard lebte, wird eine große Lücke in uns hinterlassen. Hilf uns, dass sich hier unsere Gemeinschaft bewährt und wir langsam mit deiner Kraft begreifen, dass Gerhard jetzt zu dir gehört. Also lassen wir los in Gottes Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Wir singen das Lied Wir sind nur Gast auf Erden. 505. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Trauerfamilie Brake, liebe Trauergemeinde, liebe Schwestern und Brüder. Wir nehmen Abschied von dem verstorbenen Bruder Gerhard Brake, der am vergangenen Donnerstag durch das Herzversagen dieses Leben ausgelöst wurde. Nein, wir begreifen es nicht und wir begreifen nicht, dass Gerd dieser so lebensfroher und aufgeschlossener einfach nicht mehr unter uns sein soll. Plötzlich ist alles anders. Es stellen sich sofort viele Fragen. Die Fragen nach dem Warum und warum Gerd und warum so früh. Fragen, auf die ich oder wir keine Antwort haben. Wir sind einmal erschüttert und tief betroffen. In diesem schmerzhaften Moment lasset uns unsere Hoffnung auf Jesus setzen. Er hat uns gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. In diesem Glauben lasst uns diese heilige Eucharistie feiern
und für den Verstorbenen Gerhard beten. Und rufen wir Christus, den auferstandenen Herrn, in Kyrie und bitten wir um sein Erbarmen. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, in diesen österlichen Tagen hat unser Glaube an die Auferstehung deines Sohnes neue Kraft empfangen. Stärke in uns die Hoffnung, dass wir mit unserem Bruder Gerhard zum ewigen Leben auferstehen werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. In Christus werden alle lebendig gemacht werden. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, Christus ist von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott dem Vater übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Sonst hätte er ihm nicht alles zu Füßen gelegt. Wenn es aber heißt, alles sei unterworfen, ist offenbar der ausgenommen, der ihm alles unterwirft. Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott herrscht über alles und in allem. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
423. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Familie Brake, wir sind miteinander, um Abschied zu nehmen von unserem Bruder Gerhard Brake. Wer hätte das gedacht, dass wir uns heute Abend vom Herzen und Gedanken zusammenfinden würden, um Gerhard zu verabschieden. Es ging alles so schnell. Und dann dieses Herzversagen, das seinem Leben so schnell ein Ende bereitete. Ja, der Schock sitzt tief und machte vielen von uns schwer zu schaffen. Das so überraschende Sterben von Gerhard lässt uns nicht los und beschäftigt uns zutiefst. Wir haben ganz plötzlich einen Geliebten
Menschen verloren aus unserer Mitte, aus der Familie Brake. Das tut uns allen sehr leid und wir trauern mit euch, liebe Familie Brake, liebe Angehörigen und Verwandten des verstorbenen Gerhard. Und wir sind mit euch, um euch spüren zu lassen, dass ihr in eurem Leid, in eurem Abschiedsschmerz nicht alleine dasteht und wir uns im Gebet mit euch verbunden wissen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, unser Leben ist wie eine Reise mit einem Zug. Ein- und Aussteigen. Und wir erleben unterwegs Freude und Traurigkeit, Spannungen und angenehme Überraschungen auf unserer Zugreise. Seit unserer Geburt sind wir in diesem Zug. Und wir treffen Menschen, von denen wir glauben, dass sie uns während unserer ganzen Reise begleiten werden. Zum Beispiel unsere Eltern oder Onkel, Tanten, Paten und so weiter. Leider ist die Wahrheit ein andere. Sie steigen vielleicht bei einer anderen Station aus und lassen uns zurück. Allerdings steigen andere Personen, die für uns wichtig werden, in den Zug ein. Es sind unsere Geschwister vielleicht, unsere Freunde und wunderbare Menschen, die wir lieben. Ja, wie immer, manche dieser Personen, die einsteigen, betrachten die Reise als großzügig. Für andere ist sie voller Mühsal und Traurigkeit. Manchen hinterlassen beim Aussteigen eine Sehnsucht. Manche steigen ein und wieder aus und wir haben sie kaum bemerkt. So ist eigentlich eine Reise, voll von Spannungen, Herausforderungen, Träumen, Freuden und Traurigkeiten, aber auch von Abschieden ohne Rückkehr. Also machen wir die Reise auf die bestmögliche Weise. Versuchen wir mit unseren Mitreisenden gut auszukommen und suchen wir das Beste in ihnen. Das große Geheimnis der Reise ist, dass wir nicht wissen, wann wir endgültig aussteigen werden. Und genauso wenig wissen wir, wann unsere Mitreisenden aussteigen werden. Und die Trennung von Menschen, die ich während der Reise traf, wird schmerzhaft sein. Aber wir haben die Hoffnung, dass irgendwann der Hauptbahnhof kommt und ich habe das Gefühl, sie ankommen zu sehen. Liebe Schwestern und Brüder, schauen wir darauf, dass wir eine gute Reise hatten und dass sich am Ende die Mühe gelohnt hat. Versuchen wir, dass wir beim Aussteigen einen leeren Sitz zurücklassen, der schöne Erinnerungen bei den Weiterreisenden hinterlässt. Denen,
die Teil unserer Reise waren, wünschen wir weiterhin eine gute Reise, eine Reise wie bei Gerhard zum ewigen Licht führt. Was die Einzelnen von euch, liebe Schwestern und Brüder, mit dem verstorbenen Gerhard verbindet, das weiß ich nicht. Aber jeder, der mich hört heute und auch mitfeiert diese heilige Messe, hat mit Gerhard seine eigene Geschichte, seine eigenen Erlebnisse seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Ja, ich persönlich kann es nur von meinen eigenen Begegnungen mit Gerhard her sagen. Mit Gerhard nehmen wir Abschied von einem Menschen, der liebenswürdig war. Er strahlte Stille und Ruhe, Freundlichkeit und Wohlwollen aus. Ich kannte ihn seit 6 Jahren. Er war ein stiller, einfacher, ruhiger Mensch gewesen. Kein Mann großer Worte, sondern der Tat. Mit 52 Jahren ist Gerhard von uns allen hervorgegangen. Er wurde in unserem Dorf geboren, hier aufgewachsen und seine Arbeit getan. Beruflich, wie wir alle wissen, war er ein Maler und Fliesenleger. Liebe Schwestern und Brüder, Christus ist wahrhaft auferstanden. Mit diesem Aufruf haben wir gerade vor 10 Tagen her das große Fest unseres Glaubens, Osterfest, gefeiert. Dieses Bekenntnis, Christus ist wahrhaft auferstanden, ist keine Illusion, sondern der Grund unserer Hoffnung. Es ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern das Leben. Wenn Zeit und Stunde gekommen sind, dann sollten wir uns schon auf die Reise machen, wie Gerhard jetzt tut. Sicherlich gehören etwas Aufregung und Unsicherheit dazu. Aber wenn die Reise erst einmal begonnen hat, wird sie auch schön sein. So wollen wir den verstorbenen Bruder hergeben. Wir geben ihn nicht dem Tod, sondern wir geben ihn Gott, dem Herrn über Leben und Tod. Ostern, das bedeutet Auferstehen. Sieg über den Tod, ewiges Leben. Es ist die Grundbotschaft, aus der wir Christen leben. Jesus lebt, er ist nicht tot, er ist auferstanden. Wer an ihn glaubt, wird in ihm auferstehen. Ein solcher Glaube hatte auch Gerhard gehabt. Aus diesem Glauben hat er gelebt, getan und gestorben. Darum, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns von ihm Abschied nehmen und weiterhin für ihn beten. Aber auch für uns alle, die wir heute unterwegs sind. Amen. Wir halten die Fürbitten.
Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater, der seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat, damit alle den Weg zu ihm finden. Für alle Verstorbenen, besonders für den Verstorbenen Gerhard Brake. Nimm sie auf in dein Reich und schenke ihnen das ewige Leben. Gott, unser Vater, für alle Kranken und Leidenden, die hoffnungslos sind, dass sie erkennen, dass sie bei dir geborgen sind. Gott, unser Vater, wird dich erhören. Für alle Sterbenden, die ihren Tod erwarten, stärke sie mit deinem Geist und nimm ihnen die Angst vor dem Sterben. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre. Für alle, die um den Verstorbenen Gerhard Brake trauern, sei ihnen allen nahe in ihrem Leid und stärke sie im Glauben und in der Hoffnung, dass er bei dir seine Vollendung erfährt. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre. Für uns alle, lass uns erkennen, dass wir unterwegs sind zu dem großen Ziel der Vollendung unseres Lebens bei dir. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir danken dir und preisen dich in alle Ewigkeit. Amen. 774. Allmächtiger, ewiger Gott, schau gütig auf unsere Gaben. Nimm deinen Diener Gerhard Brake auf in die Herrlichkeit deines Sohnes, mit dem auch wir durch das große Sakrament der Liebe verbunden sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Zum Sanctus 388. 388. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er ist der eine, der den Tod auf sich nahm für uns alle, damit wir im Tode nicht untergehen. Er ist der eine, der für uns alle gestorben ist, damit wir bei dir in Ewigkeit leben. Durch ihn preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte er seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und ertrinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o Herr, bleib bei uns. Komm, o Herr, Licht in der Welt. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich,
Schenke uns ein Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich unseres Bruders Gerhard Brake, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an. Ihm ist er gleich geworden im Tod. Lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, dich bitten wir, schau nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Halleluja. Von guten Mächten treu und still umgeben. 858, 1 und 5. Von guten Mächten treu und still umgeben. Behütet und getröstet. Will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in mein neues und gute Gott mir Trost und frohen Gott ist mein Trost am Abend und ganz ewig an jeden Lass uns stilllich du in unsere Dunkelheit gebracht. Rede Satan wieder uns zu sagen. Wir wissen es, sei nicht Zeit in der von guten Mächten wunderbar gelobt.
ist bei unserem Atem und ganz ewig an dich, Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, wir haben das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Christi gefeiert für unseren Bruder Gerhard. Führe ihn vom Tod zum Leben, aus dem Dunkel in das Licht, aus der Bedrängnis in deinen Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Wir singen zum Schluss das Lied Segne du Maria 535.